Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor. Diesmal bei mir zu Gast niemand. Also stimmt auch nicht ganz, sondern ich bin alleine. Und so gibt es zum Jahresende ein paar Podcast-Infos, ein paar Antworten auf eure gestellten Fragen und einen Ausblick aufs nächste Jahr. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo zu dieser Abschlussfolge für das Jahr 2025. Ich freue mich, dass du heute auch einen Tag vor Silvester nochmal diesen Podcast hörst oder vielleicht gerade an Silvester oder ein paar Tage später. Ist ein asynchrones Medium, aber zumindest am vorletzten Tag des Jahres geht er online. Ja, und ich habe mir gedacht, diesmal mache ich einfach eine Folge alleine und schaue mal noch ein bisschen aufs Jahr, beantworte eure Fragen, die so über die Monate oder letzten Wochen auch mit reingekommen sind und gebe einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Ne? Machen wir uns eine schöne Zeit, bevor es dann morgen zum Silvester-Raclette oder zum Fondue oder zu den Wunderkerzen oder, falls man noch böllert, zu den Böllern geht. Ja, der Podcast, wieder ist ein Jahr rum. Ich habe mir gerade noch mal die aktuellen Zahlen angeschaut. 176 Folgen sind gerade online im deutschen Podcast. 228 Gäste waren im Laufe der Zeit jetzt mit dabei. Wir sind aktuell 122.000 Downloads, was ich ganz schön beachtlich finde. Ich meine, das ist natürlich für einen deutschsprachigen Nischen-Podcast, so würde ich mich jetzt mal bezeichnen, finde ich das schon toll. Und roundabout 3.000 Abonnenten. Und vielleicht für die gerne Zahlen, Daten, Fakten von euch haben möchten, 25% der Leute hören auf Apple Podcasts und die anderen 25% weitere 25% auf Spotify und der Rest auf irgendwelchen anderen Playern. Also sehr ausgewogen. Das war für mich eine neue Info, die habe ich erst jetzt mal angeschaut, weil mich das ehrlich gesagt bis jetzt auch nie interessiert hat. Naja, aber jetzt wissen wir das auch. Und vielleicht fragt ihr euch auch, was ist denn eigentlich so die beste Folge all der Zeiten ich glaube, wir sind ja seit April 23 jetzt online mit dem Podcast, also 2,5 Jahre nun. Stimmt das? So lange schon? Mein Gott. Wahnsinn. Ja, die beste Folge, so der Evergreen sozusagen, der heute noch gerne gehört wird, ist das Thema Testpyramide. Und zwar die Folge mit Ronald Brill. Der hat ja mal so einen kritischen Blick auf die Testpyramide geworfen. Und das ist heute noch immer die Folge Nummer 1, der Dauerbrenner. Und die anderen verrate ich jetzt noch nicht. Ja, auch Video steigt dieses Jahr, finde ich auch ganz toll. Auf YouTube die Abozahlen und die Zugriffe auf die Videos haben sich erhöht. Das ist auch etwas Schönes. Ich finde, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Podcasts zu konsumieren. Manch einer, der hört das lieber auf den Ohren, wenn er beim Joggen ist oder beim Radfahren oder beim Laufen oder sonst was. Und manche wollen aber auch gerne ein Gesicht dazu sehen. Und ja, die können dann auf YouTube einfach auch das Interview in echt verfolgen. Und ist, glaube ich, einfach ein schönes Beiwerk und ich mache es auch gerne. Ich schaue mir auch selber gerne Videos an. Aber es ist natürlich etwas, wo man aktiver dabei sein muss. Ne? Deswegen ist es natürlich jetzt nicht so ein Podcast-Style, wie dem auch sei. Ja, auf jeden Fall, ihr seht schon, das Ganze hat eigentlich da drinnen ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Ein Podcast ist ein bisschen eine One-Way-Geschichte. Also man strahlt aus, man sendet, man versucht Leute irgendwie zu erreichen und zu inspirieren und Wissen zu verteilen, spannende Themen zu finden, spannende Speakerinnen zu finden, die für Interviews bereitstellen, all diese Sachen. Und das Ganze ist natürlich dann davon abhängig, will es auch jemand hören. Und die Zahlen zeigen mir, ja, möchte jemand hören. Und das freut mich natürlich umso mehr.
Und ich werde es auch weitermachen. Natürlich, der Podcast geht in die nächste Runde. Und mit ein großes Highlight war ja auch dieses Jahr für mich der Start des internationalen Podcasts Software Testing Unleashed, der im Juni gestartet hat. Der erscheint ja immer am Donnerstag. Der ja eher internationales Publikum, internationale Konferenzen auch da im Blick hat, andere Themen zum Teil auch. Ich finde auch ganz spannend, da ist auch das Interviewformat ein bisschen ein anderes. Ähm, Falls du den noch nicht hörst, dann hör doch mal rein. Ist vielleicht auch spannend, das eine oder andere da für deinen Alltag drinnen. Also auf jeden Fall von mir ein großes Dankeschön. Ich freue mich immer über euer Feedback, wenn ihr mir irgendwo an podcast@software-testing.fm schreibt, was euch da so bewegt rund um den Podcast. Was wollt ihr mehr haben? Was wollt ihr weniger haben? Sollen die Folgen länger oder kürzer sein? Wollt ihr gewisse Themen da besprochen haben? Wollt ihr spezielle Gäste da haben? Also da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr mir auch einfach ja, eine Nachricht schickt auf irgendeinem Kanal per E-Mail oder sonst irgendwo und dann einfach eure Stimmung da auch gebt oder auch Sachen, wo ihr sagt, ach, das geht gar nicht. Ne? Also ich merke jetzt so nach 200, knapp fast 200 Folgen insgesamt, wenn ich den Englischen dazu rechne. Es ist nicht immer einfach. Ne? Manche Gäste, da kommt man sehr einfach in einen Gesprächsflow, bei manchen hackelt es ein bisschen. Ne? Manchmal biegt man in eine komische Richtung ab, die dann schwer im Interview wieder auch zu richten ist. Das sind halt immer, es gibt Folgen, die sind gut, es gibt Folgen, die sind auch gut, aber anders. Ich nenne es mal so. Aber ich meine, man muss auch sehen, die Interviewten, die nehmen sich Zeit dafür, die bereiten auch ihre Inhalte dafür zum Teil nochmal vor, arbeiten hier mit mir zusammen, plus der Effort, den ich mit reinstecke. Ich glaube, dafür ist die Qualität des Podcasts gut genug. Aber besser kann man immer werden, darum schickt mir gerne euer Feedback. Ich trage es mit Fassung, auch wenn da natürlich jetzt Sachen dabei sind, die vielleicht euch nicht gefallen, weil auch ich möchte ja besser werden. Na, Feedback ist das Frühstück der Champions und deswegen freue ich mich über alles, was kommt, damit ich diesen Podcast auch besser machen kann. Ja, und ich habe gedacht, ja, was kann man zum Jahresende so machen? Und ich habe hier noch so ein paar Fragen zusammengesammelt, die ich so über die letzten Wochen bekommen habe, wo ich einfach mal meine Gedanken euch noch dazu mitgeben möchte, so als Jahresausklang und diese Fragen auch beantworten möchte. Und vielleicht könnt ihr daraus auch noch was ziehen, was euer Testerleben das nächste Jahr auch noch bereichert. Und ich kenne mir jetzt in meinem Zettelwerk hier gar nicht gut aus. Doch, der Jens hat mir zum Beispiel geschrieben, ich habe die Fragen mal ein bisschen zusammengefasst, manche waren sehr, sehr, sehr ausufernd, aber um auf den Kern zu kommen, macht KI meinen Job als Tester überflüssig? Ja, das ist natürlich so eine Glaskugelfrage, aber hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ziemlich sicher, weil ich auch total geflasht war von allem, was da so geht. Mittlerweile bin ich da skeptisch. Ich glaube, der Tester per se oder die Testerin wird nicht überflüssig. Ich glaube aber sehr wohl, dass sich unser Job jetzt massiv ändern wird. Für mich ist es so, wenn ich zu meinen Kunden, zu meinen Coaches schaue, sehe ich da gerade so, ja, da braucht es Veränderung. Ne? Wir haben jetzt gerade so Agilität verdaut. Damit können wir jetzt ganz gut umgehen. Ne? Das war am Anfang ja auch nicht so einfach. Ne? Kommen auf einmal jetzt hier irgendwelche so Iterationen, wo man in jedem Sprint alle Testfälle durchführen muss und Automatisierung und all diese Sachen, das waren wir ja vorher alles gar nicht gewohnt. Haben wir aber jetzt irgendwie ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, jetzt haben wir eine ähnliche Situation. KI verändert unsere ganze Art, wie wir Software entwickeln. Wir probieren gerade ganz viele Sachen aus in allen Facetten, gut, schlecht, ihr kennt das, manches klappt, manches nicht. Wird überlegt, was kann ich Vibe-coden, kann ich vielleicht jetzt irgendwie bessere Applikationen machen oder schlechtere oder mehr oder weniger. Da sind wir doch alle gerade in so einem Findungsprozess und reiben uns da auch ganz schön lauthals zum Teil miteinander. Und ich glaube, wir müssen uns als Tester und Testerinnen da einfach unseren Platz auch finden in den nächsten Monaten und Jahren, weil so das Klassische, ich mache jetzt mal hier nur einfach meine Testfälle, das wird einfach nicht mehr ausreichen. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Job als Tester überflüssig wird. In manchen Bereichen vielleicht
oder in manchen Aspekten oder Aktivitäten durchaus. Da kann ich mir vorstellen, dass da KI mehr übernehmen wird. Aber die Rolle, für die wir da sind, das kritische Hinterfragen, die Dinge zu finden, die Kommunikation herzustellen, die ganzen Teststrategien zu entwickeln und so. Ich glaube, da haben wir noch genug zu tun. Und ich würde sogar fast sagen, vielleicht sogar in nächster Zeit deutlich mehr. Wie ich gerade gesagt habe, ich sehe jetzt gerade, dass ganz viele Softwareentwicklungsprojekte quasi Gas geben, was die Codeerstellung angeht. Ne? Qualität mit Fragezeichen, wenn wir so auf das ausschauen, was die KI da so ausspuckt an Code. Und irgendwer muss das ja im Endeffekt prüfen. Und ich glaube schon, dass Testen wieder auch ein bisschen mehr den Fokus kriegt von Vertrauensbildung für Software. Und das ist halt unser Job als Tester und Testerinnen. Übrigens, wenn ihr so jetzt meine Antwort total bescheuert findet oder total gut findet, dann schreibt das auch gerne auf LinkedIn oder in irgendwelchen anderen Foren, wo diese Folge auch erscheint, dann einfach drunter. Können wir mal drüber diskutieren. Würde mich auch interessieren, wie eure Sicht da so drauf ist. Ja, dann hat mir die Maja geschrieben, ich bin manuelle Testerin und habe Angst, den Anschluss zu verlieren. Ich sollte meine Schrift korrigieren, das kann ich fast nicht lesen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Muss ich jetzt programmieren lernen? Es geht ein bisschen auch in die erste Frage mit rein. Ich würde sagen, jein. Also du kannst, aber du musst nicht. Ich glaube, Programmieren ist gar nicht so sehr vielleicht der Skill, den wir in Zukunft da brauchen oder den Tester da auch draufpacken sollten, sondern ich glaube, wir sollten eher in die Richtung gehen, was können wir denn in Richtung Qualitätsverbesserung noch tun? Wie sehen unsere Prozesse aus? Also ich glaube schon, dass ein mehr technisches Verständnis, wie Softwareentwicklung funktioniert, uns als Tester gut tut, weil wir da einfach mehr wirken können auch. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt Hardcore programmieren lernen müssen. Also ich finde es immer schön, wenn man dafür auch offen ist. Warum nicht ein bisschen Scripting anfangen? Ich meine, wir haben ja heute auch mit KI Lernmöglichkeiten. Ne? Also, du musst ja nicht nur den Code erstellen lassen, du kannst ja auch einfach dir Programmierexpertise da drauf schaffen. Aber es ist, finde ich, kein Muss. Und ich glaube, wir haben ganz andere Stellen, wo wir unsere Werkzeuge ansetzen können oder unsere Methoden, was Teststrategien angeht, was Testdaten angeht. Und natürlich das Thema KI, da ist den Skill, glaube ich schon, dass wir den auch brauchen. Wie kann uns KI weiter unterstützen als Tester in unseren Jobs? Aber Programmieren würde ich da jetzt nicht zwangsläufig drinnen sehen. Der Matthias schreibt, wir nutzen seit Jahren Selenium. Mein Chef möchte, dass wir auf Playwright umsteigen. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort darauf. Wenn ich so, und das ist jetzt meine persönliche Sicht drauf schaue, Selenium gibt es seit vielen Jahren. Da ist eine sehr große Community, das läuft zum Teil sehr stabil, aber es ist natürlich auch gerade nicht so fancy. Also ich kenne einige, die gerade diesen Move machen von Selenium oder Cypress oder anderen Automatisierungswerkzeugen hin zu Playwright, weil das gerade cool und en vogue ist. Und ich glaube, das ist wieder etwas, wo ich sage, okay, unser Skill als Tester ist vielleicht auch einfach kritisch zu hinterfragen und auch in dem Sinne zu fragen, macht es denn Sinn? Also wenn das ganze Ding jetzt aktuell gut läuft und da keine Not dran ist, da jetzt irgendwie umzustellen oder und man auch zufrieden damit ist und das wird die nächsten Jahre auch noch so weitergehen, dann denke ich, dann kann man ruhig auch da bleiben, wo man ist, auch wenn es vielleicht nicht gerade das coolste, fancyste Tool ist, was es gerade gibt. Die Frage ist immer, was will ich lösen damit, mit dem Umstieg? Na, wenn ich vielleicht sehe, am Markt oder in meinem Umfeld gibt es viel mehr Tester, Automatisierer oder Entwickler, die mit Playwright umgehen können oder ich kann es näher an der Entwicklung andocken oder was auch immer. Wenn das so meine Ideen sind, dann macht das vielleicht Sinn, umzusteigen. Aber die Fragestellungen, die muss man halt erstmal hinpacken und mal für sich beantworten. Und ich glaube, die ist nicht immer so eindeutig und man muss nicht jedem Trend nachlaufen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gefährlich, wenn man
irgendeinen Zug verpasst und dann am Schluss am einsamen Gleis steht und es gibt nichts mehr, mit dem man mitfahren kann. Ne? Also irgendwann einmal ist auch die Zeit gekommen, wo Werkzeuge ja einfach überholt sind und irgendwann einmal ins Archiv kommen. Aber da sehe ich Selenium jetzt gerade nicht. Ja, also ich würde sagen, da muss man drauf schauen, ob das wirklich Sinn macht. Ich würde es jetzt nicht so pauschal beantworten, dass man sagt, es muss jetzt Playwright sein. Auch wenn ich es mag, muss ich auch ehrlich sagen. Der Tom hat mir geschrieben, wir sollen jetzt 100% automatisieren. Das ist doch Quatsch, oder? Auch da muss ich meine Beraterantwort rauspacken und sagen, es kommt drauf an. So aus meiner Sicht. Also natürlich, wenn ich jetzt das komplett sehe und will gar nichts mehr manuell machen, das ist wahrscheinlich im ersten Schritt einfach Quatsch. Aber die Gefahr ist, und das merke ich da immer wieder, wenn man sagt, Testautomatisierung oder Automatisierung wird sehr häufig verwechselt oder da reingeordnet, wo es immer um irgendwelche Oberflächen, Geschäftsprozesse, End-to-End oder so irgendwas geht. Und wenn man sich aber die Testpyramide anschaut oder welches Konstrukt man da auch immer wählt, ist einfach auch mal zuerst ein Verständnis zu schaffen, was heißt denn eigentlich Testautomatisierung? Und auch Unit-Tests sind auch in meiner Welt testautomatisiert, weil manuell führe ich die ja nicht durch. Wüsste gar nicht wie. Egal. Und also die ganzen Teststufen, wenn ich die so nach oben und nach unten durchdekliniere, kann ich überall automatisieren. Und ich kann da schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad schaffen. Auch wenn man immer drauf schauen muss, ist es denn sinnvoll, was ich da auch automatisiere? Und sehr häufig ist es so, dass es gibt Projekte, da kann man schon nahe an 100% Dinge automatisieren, aber da passt auch alles zusammen. Da gibt es eine Softwarearchitektur, die genau darauf abgestimmt ist. Da sind die Fachlichkeiten, die Implementierungsprozesse, die Tools und alles so darauf abgestimmt, dass man einen möglichst hohen Automatisierungsgrad erzeugt, von möglichst tief sehr breit bis irgendwo nach oben ein bisschen ausgedünnter. So, die Realität ist aber in den allermeisten Projekten, dass irgendwas nicht geht. Sei es von der Architektur her irgendwie schlechte Entscheidung vor vielen Jahren oder der Tech-Stack passt nicht oder die Tools passen nicht oder die Leute wissen nicht wie, man hat keine gemeinsame Vision dazu, die Entwickler spielen nicht mit oder man nimmt eben falsche Werkzeuge an die Hand, was auch immer. Und das spricht eigentlich eher dagegen, sehr viel dann zu automatisieren. Und dann wird angefangen, irgendwo rumzudoktern und mit dem neuen Tool versucht, irgendwas zu erschlagen. Also ich kenne Projekte, die automatisieren nahezu alles und haben da auch sehr gute Erfahrung damit. Da wird dann quasi manuell nur mal wirklich so mal kurz drüber geschaut, aber da ist alles perfekt orchestriert über die Jahre hinweg in so einer Applikation. Und das hat viel mehr mit der Applikation und deren Struktur dann zu tun, weil die einfach auf Automatisierung ausgelegt ist. Also es kann funktionieren, aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es Quatsch. Und da muss man eher schauen, wo ist es wirklich sinnvoll, da Automatisierung dran zu hängen und dann von dort weg zu arbeiten. Ja, die Lisa schreibt, wir haben viele Flaky-Tests. Einfach löschen oder evaluieren. Also bei Flaky-Tests, das war für mich dieses Jahr nochmal so ein Highlight, auch aus dem Gespräch heraus, ist die größte Gefahr, glaube ich, dabei ist, dass hier Vertrauen verloren geht. Wenn die irgendwie mal flaky sind und mal nicht. Gerade wenn man so eine CI/CD-Pipeline hat und da immer ständig durchjagt und das ist mal rot und mal nicht und man weiß nicht warum und solche Sachen. Das ist gar nicht, also diese Unwissenheit ist das eine, dass man da irgendwie ein Problem hat. Aber was halt total gefährlich ist, dass man dann Vertrauen in diese Pipeline oder in die Tests verliert. Und deswegen ist da so mein Herangehen, wenn wir sowas in Projekten haben, immer sofort diese Flaky-Tests zu isolieren, rauszunehmen aus den Pipelines und zu schauen, dass die Pipeline durchgehend stabil ist. Damit auch wirklich klar ist, wenn da was rot ist, dann ist das auch wirklich ein Problem. Und im zweiten Schritt dann zu beginnen, diese Flaky-Tests zu analysieren und zu schauen, wo kommt denn das her? Da gibt es ja ganz viele Gründe, warum so ein Test da nicht so stabil laufen kann. Und den kann man entweder beheben,
mit mehr oder weniger Aufwand und da muss man halt entscheiden, macht das Sinn oder nicht. Oder auch nicht. Dann manchmal muss man den auch löschen und sagen, man muss vielleicht 2 neue dazu machen oder das einfach manuell abdecken, weil es einfach nicht geht. Das geht ein bisschen auch in die vorherige Frage. Ne? Also wenn ich nicht alles automatisieren kann, dann habe ich da wahrscheinlich auch irgendwas in meiner Architektur in die Richtung nicht ausgelegt. Muss gar nicht schlecht sein, weil es ist ja nicht immer das Ziel, alles zu automatisieren und stabil zu automatisieren. Ne? Das müsste man sich ja am Anfang vom Projekt überlegen. Ja, der Christian schreibt mir, kann ich wieder nicht lesen, doch ich möchte gerne Shift Left bei uns starten. Wie mache ich das? Ja, also Shift Left ist natürlich eine tolle Sache, wenn es auch die Struktur hergibt. Na, ich kenne einige, die sich da auch abarbeiten, weil Tester so noch ein bisschen eine eigene Abteilung, Silo oder sonst was sind, ne, die dann vielleicht mal schon in so ein Projekt rein dürfen und dann da ein bisschen mitwirken, aber die Barrikaden da schon relativ hoch sind. Ich finde also man muss ja nicht gleich jetzt hier ins Code-Review mit den Entwicklern rein oder denen erzählen, wie sie vielleicht Unit-Tests besser machen können oder sowas, um da mitzuwirken oder das mal überhaupt zu etablieren. Ich glaube, ein guter Einstieg gerade für uns als Tester und Testerinnen ist immer über diese Planning und Refinements zu gehen und dort auf einer Augenhöhe zusammen mit den anderen Teammitgliedern, die da halt im Umfeld sind, Business Analysten, Entwickler oder sonst was, die sich um die Ausgestaltung der Anforderungen der User Stories kümmern, die sich darum kümmern, wie kann man da was Gutes draus bauen, das zu bewerten, das durchzukneten, in diesen Pool der Menschen mit reinzukommen, die das tun. Das ist ein total wesentlicher Schritt, weil dort kann man natürlich, erstens einmal versteht man sehr früh, was passiert in den Projekten oder was umgesetzt werden soll und man kann auch natürlich Fragen stellen und man schafft hier dieses gemeinsame Verständnis für eine Anforderung, für eine User Story und kann da sein Qualitätsschippchen mit dazu packen. Das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es auch so, dass es mit ein bisschen ein Statusthema beginnt, weil das Refinement ist ja hier für das Entwicklungsteam und die müssen das machen und das Tester ist man dann so ein bisschen, sagt dann am Schluss auch noch was dazu und darf dann vielleicht so ein bisschen mitschätzen, seinen Testaufwand oder sowas. Aber das ist ja alles nicht im Sinne der Sache. Ne? Also die Idee ist ja schon, gemeinsam einen Austausch da zu etablieren und da kann man sich aber hinarbeiten. Wenn man da sich einmal ein bisschen Proof geholt hat, glaube ich, dann kann man da ganz gut wirken und für mich, da vielleicht noch kurz auszuholen, ist das generell agiles Arbeiten, Vorgehen oder wie man es auch immer nennt. Im Kern geht es für mich da immer nur darum zu schauen, okay, wie kann man ein gemeinsames Verständnis der Dinge schaffen. Ne? Und ob ich da jetzt Examples nutze, BDD nutze oder sonst irgendwas. Es geht ja immer darum, ein Verständnis zu schaffen. Was wollen wir eigentlich umsetzen? Und das sollte möglichst allen gleich sein, dieses Verständnis, ob das jetzt von Business-Seite ist, von Technik oder Tester oder wer auch immer, damit man das dann auch gut umsetzen kann. Genau. So, was haben wir noch? Hier, die Maya hat geschrieben, die hatte 2 Fragen, genau. Die hatte, was war dein Fuck-up 2025? Ja, da habe ich mir auch kurz im Vorfeld dazu Gedanken gemacht, was denn das eigentlich war. Und das ist gar nicht so lange her. Und das ärgert mich total, weil ich habe mit dem Podcast und so ja schon, sagen wir, meine Prozesse ganz gut im Griff und läuft alles ganz gut, dass ich weiß, was packe ich ein, was nehme ich mit und wie komme ich dann zur Konferenz oder wie laufen die Remote-Folgen ab oder so. Das ist ja mittlerweile ganz gut etabliert. Aber ich hatte leider auf der vorletzten Konferenz, auf der ich war, bei den ersten beiden Aufnahmen das Gästemikrofon nicht geprüft. Einmal nicht geprüft, ne? Wir wissen das als Tester und dann schon haben wir den Salat. Es war komplett übersteuert nachher und meine arme Postproduktion, die haben alle geschwitzt und versucht da irgendwas zu retten, aber es war leider nicht machbar und die waren inhaltlich echt top, die Folgen. Und das sollte mir eigentlich nicht mehr passieren. Ne? Ich war ja schon meine Checklisten und alles, und dann passiert mir das trotzdem, da habe ich mich total auch geärgert drum.
Und ich werde die Folgen natürlich weiter nochmal aufnehmen, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich, also zum einen ist es natürlich peinlich gegenüber den Gästen dann zu sagen, also, sorry, aber ich habe hier echt verkackt und wir müssen es nochmal machen. Ne? Einer war auch noch so, der war so begeistert von der Folge, ich auch, also aber beide haben uns da gefeiert und so, ne? Aber ja, naja, also das war so mein Fuck-up dieses Jahr, wo es mich echt gestört hat. Und wenn man halt sowas neu aufnimmt, kann man natürlich machen. Und dort ist es natürlich dann so, dass ein bisschen die Luft raus ist. Also man muss wieder schauen, wie kriegt man die Energie dann da auch wieder hergestellt, dass man dann auch mal Freude hat, über das Thema zu zweit zu sprechen. Ich habe noch 2, 3 andere Fuck-ups in Projekten gehabt. Da ist natürlich immer die Sache, da darf man dann auch nicht so offen drüber sprechen, weil das gibt es zum Teil NDAs oder sowas. Aber vielleicht einfach nur dazu. Ich glaube, das machen wir alle. Also uns passieren immer Sachen, mal vergisst man irgendwo einen Bericht abzuschicken, mal schreibt man vielleicht unwissentlich was Falsches rein, mal wird vielleicht auch eine blöde Entscheidung getroffen oder sowas. Ich glaube, im Endeffekt muss man immer die Karten auf den Tisch legen und einfach einmal sagen, so, das ist jetzt blöd gelaufen, wie können wir das lösen, wie können wir das richten? Ich glaube, das muss man einfach machen und das nicht zu versuchen zu vertuschen oder sonst irgendwie und selber auch, wir aus den Gewinnen, auch aus den Fuck-ups zu lernen und zu schauen, was kann man denn wirklich für sich auch im Prozess, im System einfach besser machen. Ich habe jetzt in meiner Testing-Checkliste für den Podcast immer meinen Verstärker-Test quasi rot markiert nochmal. Also das wird mir jetzt hoffentlich nicht mehr passieren. Ne? Ja, dann hat die Sonja noch geschrieben, was sind deine Lieblingsfolgen 2025? Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Ich habe sie natürlich alle sehr lieb. Naja, manche habe ich schon ein bisschen lieber. Ich will trotzdem eine diplomatische Antwort finden. Es ist, was ich total mag an dem Podcast, sind ja die Gespräche in unterschiedlichen Facetten, ganz eine unterschiedliche Bandbreite. Ne? Ich habe mir ein paar rausnotiert, weil wir einfach, wir haben das Gespräch mit Ursula über Enterprise Testing zum Beispiel, das fand ich super, habe ich viel gelernt, oder über Testing von Microservices mit dem Michael, das war auch eine super Folge, weil ich da so tief oft nicht drinnen bin und da habe ich echt auch viel rausnehmen können. Ganz anderes Thema mit Professor Liggesmeier, die Folge, falls ihr euch erinnert, über die Autonomik, also eine neue Profession in unserem, ja, nicht mal mehr Software Engineering, sondern darüber hinaus. Oder auch mit Erik Dönnenburg die Legacy-Modernisierung mit KI. Das war für mich auch so, ich dachte, oh cool, wie kann man so Dinge nutzen? Na, also das sind schon ganz tolle Folgen, wo ich einfach auch immer viel gelernt habe und dafür mache ich ja den Podcast auch, damit ich selber auch lerne und natürlich euch das Wissen auch zur Verfügung stellen kann. Aber es ist die Bandbreite, die es im Endeffekt ausmacht. Ne? Auch das Gespräch mit Daniel Knott, das fand ich auch super, weil den Daniel, den verfolge ich schon so lange. Ich weiß, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal irgendwie mal einen Artikel oder ein Buch für ihn reviewed über einen Verlag oder so. Und jetzt mal gemeinsam mal so Folge zu machen und einfach mal so ein bisschen zu plaudern, ganz großartig. Oder Christine Pinto, ne? Die ist natürlich ein Energiebündel und die gibt eine Power rein in so ein Interview. Das muss man erstmal als Moderator auch auffangen können und halten können. War für mich auch ein großes Highlight. Aber so steckt in jeder Folge drin. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich alle Folgen durchgehen und irgendwas Besonderes rausfinden. Für mich macht es im Endeffekt die Bandbreite aus. Und das ist auch das, was ich fürs nächste Jahr auch vorziehen möchte. Aber da würde mich schon interessieren, auch von euch, schreibt mir das doch mal gerne per E-Mail oder auch in LinkedIn da als Kommentar drunter, wenn ihr irgendwo einen Post seht oder schreibt mir das als Privatnachricht, was eure Lieblingsfolgen waren und vor allem auch warum. Also was hat euch da besonders dran gefallen? Das interessiert mich, weil ihr wisst ja, Podcast ist halt ein One-Way-Medium. Ne? Ich sende hier und also ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, direkt unter der Podcast-Folge zu kommentieren. Also bei YouTube geht's, ne, aber bei Apple geht's nicht und bei Spotify geht's schon, aber machen jetzt auch nicht viele. Und da würde mich schon interessieren, was waren denn eure Lieblingsfolgen und warum, wenn ihr mir das mal schickt, da bin ich euch natürlich sehr dankbar.
Ja, und der Max hat mir noch, der hat einfach nur eine kurze Nachricht, also weiß ich, aus dem Projekt, der hat mir geschrieben, was ist für 2026 geplant. Der hat mir einfach eine kurze WhatsApp geschickt. Für 2026 ist einiges geplant. Haha, Cliffhanger. So, viel Spaß, schönes neues Jahr. Nein, also zum einen natürlich, wenn ich jetzt auf die Podcasts schaue, die sollen natürlich beide weiter wachsen, vor allem inhaltlich. Also ich sag mal, der internationale hat natürlich noch mehr Potenzial, groß zu werden, aber auch beim deutschen Podcast merke ich durchaus auch, dass es ja doch den einen oder die andere gibt, die den Podcast nicht kennen. Ne? Also ich weiß, ihr könnt euch das kaum vorstellen, aber das gibt's. Und also teilt das auch bei euch, ne? Teilt diesen Podcast, macht ihn groß. Naja, egal. Also ich möchte, dass die beiden einfach auch weiter wachsen und ich möchte nächstes Jahr auch den Podcast so ein bisschen mehr noch, ja, noch ein bisschen ein paar besondere Blumen hinzufügen. Also ich möchte gerne Folgen machen, die so auch ein bisschen andere Themen in Software-Testing mit reinholen oder so eine Transferleistung machen. Ne? Wir haben das schon ein paar Mal gehabt, zum Beispiel bei Konfliktmanagement oder bei den ganzen Soft Skills, ne? Wo wir das mal auch gemappt haben, was heißt das eigentlich für uns im Testing Quality Business. Und das soll es nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen mehr geben. Da habe ich auch die einen oder anderen Speaker schon in Kontakt und da werden wir was Hübsches auch machen. Also das ist auf jeden Fall geplant. Bei mir selber ist es stark so, dass ich nächstes Jahr, wenn ich so auf mein Jahr schaue, natürlich viel mit Konferenzen und Events auch zu tun habe, wo ich zum Teil in den Programmkomitees bin, wo ich Vorträge halte, wo ich Workshops halte. Und natürlich weiterhin auch meine Kunden bediene, wobei ich dann nächstes Jahr auch, so wie es jetzt aussieht, auch ein bisschen mehr in Richtung wieder Teststrategie gehe. Weil es ist ganz interessant, dass jetzt durch dieses ganze, ich glaube, primär getrieben durch dieses ganze KI-Thema, viele Unternehmen und Projekte sich gerade so fragen, was machen wir dann eigentlich jetzt mit dem Test? Wir müssen da irgendwie ran und dann kramt man irgendwo in dem alten Testkonzept da so eine Teststrategie raus, da steht so lalala drinnen und keiner weiß mehr, was da eigentlich so genau drin war, muss man erst wieder reinlesen und manchmal entspricht das auch gar nicht mehr der Realität und man testet einfach nur mal so vor sich hin, weil man das jetzt schon immer so gemacht hat. Und da mal wieder einen kritischen Blick drauf zu werfen, ich glaube, das steht jetzt uns generell wieder bevor, was so unseren risikobasierten Ansatz angeht, die Priorisierung, was testen wir eigentlich, welche Qualitätsmerkmale prüfen wir ab und wie tief und warum und was ist eigentlich unser Ziel dahinter. Also was ist eigentlich das Ziel, warum wir testen in den Projekten oder in den Produkten, das wieder mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, auch fürs ganze Team, passt das eigentlich noch so? Und da darf ich nächstes Jahr auch das eine oder andere Unternehmen dazu begleiten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, was würde mich natürlich jetzt auch noch mal interessieren, was habt ihr denn so für Ideen und Wünsche für 2026, gerade was den Podcast angeht? Also das ist natürlich immer wieder ein Aufruf, den ich auch mache. Manch einer folgt dem auch, aber da ist noch Potenzial drinnen. Ich meine, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt 3000 Abonnenten hier. Also so viele haben mir noch nicht geantwortet. Habt ihr denn so Herausforderungen, Themen, wo ihr denkt, boah, da muss man mal echt mal eine Deep Dive Folge machen zum Beispiel oder da wäre es mal gut, ein Tool vorzustellen oder sowas. Mache ich ja eher weniger, aber wollt ihr da mal in die Richtung was haben oder irgendeinen konkreten Lösungsansatz zu einem Problem oder Herausforderung, das ihr habt, dann haut mir das einfach mal rüber per E-Mail oder irgendeiner Nachricht. Dann schauen wir uns das mal nächstes Jahr auch an. Dann schaue ich, dass ich dafür Leute bekomme und mache mir eine nette Folge dazu. Oder natürlich auch, wenn du jetzt das hörst und denkst dir, ja, aber ich hätte eigentlich auch mal was Cooles zu sagen, dann melde dich. Also dann immer her damit. Der Podcast, der lebt durch euch, durch die Community, durch euren Content. Und ich facilitate das hier so in die Technik mit hinein. Und freue mich, wenn wir da noch eine schöne Zeit miteinander in der Zukunft haben. Und ich glaube, es wird ein gutes Jahr. Ich freue mich auf 2026, trotz aller Wirrwarrs, die es da so rundherum gibt, bin ich guter Dinge, weil ich ja so ein bisschen ein
Dauerzuversichter bin oder ein Zukunftsoptimist oder wie auch immer. Ich glaube, es wird gut. Und wir werden das Beste draus machen. Und wenn es noch nicht gut ist, dann machen wir dann das Beste draus. Ne? Also dann müssen wir trotzdem irgendwie vorankommen und weitermachen, Krönchen richten und weiter geht's. Das ist ja auch das, wo euch dieser Podcast auch immer wieder motivieren soll dazu. Ne? Es gibt noch andere Ideen, es gibt noch neue Perspektiven, die man lernen kann. Und da freue ich mich, wenn wir diesen Weg auch weiterhin gemeinsam gehen. Ja, in diesem Sinne höre ich jetzt auf zu reden, weil sonst ist das Jahr rum und ich rede bis ins neue Jahr rein. Das soll es natürlich auch nicht sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2026. Findet die Fehler, macht super Qualität in Software rein, helft den Entwicklern, allen Leuten drumherum, gute Software zu entwickeln und vor allem habt Spaß an diesem Ganzen, was wir da so machen, weil es ist schon ein verdammt cooler Job. Wir sind eine coole Community, finde ich, ob auf den Events oder online oder wo auch immer. Und ich glaube, das können wir auch ein bisschen zelebrieren und pflegen. Deswegen haut rein. Wir hören und sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao, euer Richie.